Altersrückstellungen in der privaten Krankenversicherung. Was ist das? Du musst dir mal vorstellen, wir haben als Beispiel einen Tarif, der kostet 230 Euro monatlich. Da ist noch eine Beihilfe dabei vom Land und dann hast du einen Tarif, aber ohne Altersrückstellung. Der Altersrückstellungstarif, also der Tarif, in dem die Altersrückstellung mit eingeschlossen ist, kostet zum Beispiel 30 Euro monatlich mehr, 260 Euro. Jetzt würde man natürlich als Berufsstarter, als Existenzaufbauer zum Beispiel sagen, dann spare ich mir lieber die 30 Euro im Monat und das andere kann ich ja später noch mit einschließen. Ja, kann man, aber das Problem wird sein, dass du natürlich, wenn du eine längere Strecke, längere Jahre Altersrückstellungen ansparst, dann werden die Beiträge im Alter auch stabiler bleiben, als wenn du zum Beispiel erst mit 50 damit anfängst. Oder du musst eben dann im Alter eine wesentlich höhere Summe für Altersrückstellungen bezahlen. Also fang früh damit an, damit du am Ende eben stabile Beiträge hast und nicht das böse Erwachen kommt. Solltest du von einer privaten Krankenversicherung in eine andere wechseln, dann sind diese Altersrückstellungen nicht verloren. Solltest du aber in die gesetzliche Krankenkasse zurückwechseln, dann sind meist die Altersrückstellungsbeiträge weg. Verloren. Es gibt Versicherer, die haben dann zum Beispiel eine Klausel drin, dass du dann eine Zusatzversicherung abschließen kannst, indem du dann eben diese Altersrückstellung dann für eine Zusatzkrankenversicherung nutzen kannst. Da kommt es immer individuell auf deinen Vertrag an, da muss man eine Klausel nachsehen, nachlesen, beziehungsweise du fragst einen Versicherungsmakler, der dir dann eben dementsprechend Auskunft geben kann. Solltest du eine private Krankenversicherung abschließen wollen, dann unbedingt diesen Passus beachten, der ist wirklich existenziell. Es gab schon bei vielen, die in der Vergangenheit zum Beispiel private Krankenversicherungstarife optimiert haben. Letztendlich wurden Beiträge gering gehalten, klein gerechnet, weil eben auf Leistungen verzichtet wurde, wie zum Beispiel die Altersrückstellung. Also hier muss man wirklich ganz genau hinschauen und in solchen Sachen, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, Krankheitsvorsorge, Berufsunfähigkeit, das sind große Bereiche im Leben, die wirklich existenziell sein können, niemals selber online irgendwie rumdoktern, sondern da unbedingt mit Experten, mit dem Fachmann zusammenarbeiten, damit eben, wenn es im Ernstfall darauf ankommt, nicht das böse Erwachen kommt und man eben Klausel XY vergessen hat, nicht mit eingeschlossen hat und letztendlich sich den Beitrag schön gerechnet hat. Letztendlich zahlt man am Ende dann drauf, weil man eben genau diese Sicherheit nicht versichert hat. Und darauf kommt es letztendlich an, wenn was passiert, dass auch gezahlt wird. Kurzum, das war ein paar Worte zur Altersrückstellung in der privaten Krankenversicherung. Lass am Ende noch ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.